Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem neuen Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Außerdem lade ich euch wieder gerne ein, mit mir einen Spaziergang in der Stadt zu machen. Der Frühling ist bei uns endlich eingekehrt. Draußen ist viel wärmer geworden. Die Temperaturen liegen schon bei 0 Grad. Der Schnee taut allmählich. Leider nicht so schnell, wie man es haben möchte, aber trotzdem. Das dauert noch eine Weile, bis der Schnee komplett weg ist. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt euer Leben. Also bleibt gerne dran. Los geht's. Russland schafft Migrationskarten ab. Russland bereitet bedeutende Änderungen für ausländische Staatsbürger vor. Ab dem 1. Januar 2028 wird das Land vollständig auf Migrationskarten verzichten. Statt der bisherigen Papierdokumente wird ein neues Verfahren eingeführt. Ausländer, die visumfrei nach Russland einreisen möchten, müssen ihre Einreise künftig vorab elektronisch anmelden. Die entsprechenden Änderungen wurden vom Innenministerium ausgearbeitet und bereits auf dem föderalen Portal für Rechtsakte veröffentlicht. Wie die offizielle Sprecherin des russischen Innenministeriums Irina Volk erklärte, hängt diese Entscheidung damit zusammen, dass die Daten der Migrationskarten schon seit langem elektronisch verarbeitet und zwischen den Behörden automatisch ausgetauscht werden. Die neuen Regelungen sollen eine effektivere Kontrolle des Aufenthalts ausländischer Staatsbürger ermöglichen und gleichzeitig doppelte Verwaltungsprozesse vermeiden. Teilweise ist dieses System bereits im Einsatz. Seit dem 30. Juni 2025 können Ausländer freiwillig eine entsprechende Anmeldung über die App RU-ID einreichen, die auf dem Portal Gos-Uslugi basiert. Derzeit handelt es sich jedoch noch um ein Pilotprojekt und ist nicht verpflichtend. Ab Januar 2028 wird sich dies ändern. Die Anmeldung wird obligatorisch und muss spätestens 72 Stunden vor der Einreise erfolgen. Für minderjährige ausländische Staatsbürger können die gesetzlichen Vertreter die Anmeldung übernehmen. Für besondere Fälle sind Ausnahmen vorgesehen. Wenn die Einreise mit einer Notfallbehandlung, einer schweren Erkrankung oder dem Tod eines nahen Angehörigen verbunden ist, kann die Anmeldung spätestens 24 Stunden vor der Einreise erfolgen. Wichtig: Die Gültigkeit der Anmeldung beträgt in allen Fällen maximal 90 Tage. Russen ziehen nach Belarus. Aufgrund von Störungen bei Internet und Mobilfunk denken einige Russen ernsthaft über einen Umzug ins Ausland nach, besonders ins benachbarte Belarus. Laut Beiträgen in sozialen Netzwerken schauen sich viele Russen Wohnungen in Minsk an, die deutlich günstiger sind als in Moskau. Viele reizt zudem die Präsenz europäischer Marken, die aus Russland abgezogen sind. Vor allem aber funktionieren dort alle in Russland gesperrten sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste sind ohne Verzögerungen nutzbar. Beiträge über den Umzug nach Belarus sammeln Tausende von Likes. Auch wenn es den Anschein hat, dass Nutzer ironisch sind, spiegeln diese Beiträge die Stimmung vieler Menschen wider. Es gibt praktische Vorteile: die Nähe zu Russland, ähnliche Mentalität und die relativ einfache Beantragung von Aufenthaltstiteln, Registrierung und Krankenversicherung. All das macht den Umzug attraktiv. Experten betonen, dass die Verlangsamung von Telegram die Stimmung der Russen spürbar beeinflusst hat. Für viele war die Plattform eine der wenigen Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben und remote zu arbeiten. Doch nur wenige wagen tatsächlich den Umzug, meist Menschen mit Fernarbeit. Belarussische Kommentatoren äußern jedoch Bedenken. Wenn viele Russen umziehen, können die Immobilienpreise steigen. Diese Befürchtungen sind durchaus berechtigt. Russen vermissen die Sowjetunion. Mehr als die Hälfte der Russen blickt bis heute mit einem Gefühl des Verlustes auf den Zerfall der Sowjetunion zurück. Laut einer aktuellen Umfrage geben 47% der Befragten an, den Zerfall der UdSSR zu bedauern. Ebenso viele sind der Meinung, dass dieser hätte verhindert werden können. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Am stärksten ausgeprägt ist diese Haltung bei der sogenannten
Tauwettergeneration. Hier liegt der Anteil bei 79%. Ganz anders sieht es bei der digitalen Generation aus. Nur 14% teilen diese Ansicht. Rund ein Drittel der Befragten, nämlich 30%, ist hingegen überzeugt, dass der Zerfall der Sowjetunion unvermeidlich war. Auch eine hypothetische Frage wurde gestellt. Wenn heute ein Referendum über den Erhalt der UdSSR stattfinden würde, würden 61% der Russen dafür stimmen. Die wichtigsten Gründe dafür sind laut Umfrage das Gefühl von Größe des Landes, die Freundschaft der Völker und die Einheit. So antworteten 30% der Teilnehmer. Weitere 26% nannten Gleichberechtigung, Stabilität und Sicherheit. Es gibt jedoch auch Gegenstimmen. Unter denjenigen, die gegen den Erhalt der UdSSR stimmen würden, halten 24% dies unter heutigen Bedingungen für unmöglich. 21% sprechen sich für die Eigenständigkeit jeder einzelnen Republik aus. Und 18% sind der Meinung, dass es Russland auch so gut geht. Neue Autoregeln in Russland. Wer in Russland ein Auto kauft, sollte die geltenden Fristen genau beachten. Wie der Pressedienst des Innenministeriums mitteilte, ist der neue Eigentümer verpflichtet, das Fahrzeug innerhalb von 10 Tagen bei der Verkehrsaufsichtsbehörde registrieren zu lassen. Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Besitzer offiziell die Rechte am Fahrzeug erwirbt. Doch das ist nicht die einzige Neuerung für Autofahrer. Zuvor wurde berichtet, dass am 1. März in Russland eine Reihe von Änderungen in Kraft tritt. Diese betreffen mehrere Bereiche zugleich. Die Digitalisierung von Dokumenten, die Anpassung der Regeln zur Fahrzeugzulassung sowie strengere Sanktionen bei Verstößen. Auch die Ausbildung von Fahrern wurde überarbeitet. Für den Führerschein der Kategorie B wurde die Anzahl der praktischen Fahrstunden von 38 auf 42 erhöht. Gleichzeitig darf der theoretische Teil der Ausbildung nun auch über Online-Technologien durchgeführt werden. Strafe für laute Musik im Auto. Autofahrer sollten besonders in den Abend- und Nachtstunden vorsichtig mit lauter Musik im Auto sein. Wie der Mitarbeiter des Lehrstuhls für Verwaltungsrecht an der Moskauer Staatlichen Juristischen Universität erklärte, kann nächtlicher Lärm zu einem Bußgeld führen. Gemeint ist der Zeitraum von 23 bis 7 Uhr. Wer in dieser Zeit im Auto laute Musik hört, riskiert eine Verwarnung oder ein Bußgeld. Die Höhe liegt zwischen 1000 und 2000 Rubel. Der Experte betonte zudem, dass die genauen Ruhezeiten durch die Gesetze der jeweiligen russischen Regionen festgelegt werden. Gleichzeitig gibt es eine Obergrenze für solche Strafen. Nach seinen Angaben darf das Bußgeld nach regionalem Recht 5000 Rubel nicht überschreiten. Konflikt im Nahen Osten. Auf den ersten Blick könnte es so erscheinen, als würde eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel, den USA und dem Iran Russland wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Doch die Lage ist deutlich komplexer. Wie das Magazin The National Interest berichtet, könnte ein solches Szenario für Moskau nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche geopolitische Konsequenzen mit sich bringen. In dem Artikel heißt es, dass selbst ein mögliches geschwächtes Iran und steigende Ölpreise Russland zwar kurzfristig wirtschaftlich entlasten könnten, dies jedoch auch eine Kehrseite hat. Iran bleibt ein Verbündeter Moskaus. Eine Niederlage Teherans könnte daher Russlands internationales Ansehen beeinträchtigen. Doch damit nicht genug. Der Autor weist darauf hin, dass Russland auch eine Verschlechterung der Beziehungen zu den Staaten am Persischen Golf riskieren könnte. Insbesondere dann, wenn sich Berichte der US-Geheimdienste bestätigen sollten, wonach Moskau Teheran mit Geheimdienstinformationen unterstützt, die für Angriffe auf US-Militärbasen in der Region genutzt werden. Die möglichen Folgen gehen somit weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus. Nach Ansicht des Autors könnten die scheinbaren Vorteile letztlich in strategische Nachteile umschlagen.
Wie der Journalist abschließend feststellt, könnte Russland kurzfristig von steigenden Öleinnahmen profitieren, jedoch um den Preis einer Schwächung seiner Positionen im Nahen Osten. Also, liebe Freunde, soweit von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.